Wir bewegen heute unseren E90 mal ein bisschen auf der Strecke. Heute ist freies Training und ja, der Maxi ist schon am Start. Unser erster Fahrer, der Marc, ist noch nicht da, der muss noch arbeiten, der kommt später hinzu. Ja, es ist für uns beide unser erstes VLN-Rennen. Das ist schon mal richtig geil, also da bin ich schon echt krass gespannt drauf. Wir fahren die ganz dicken Boliden vorbei und ja, zwischen denen fahren wir dann morgen unser Rennen. Es sind wahrscheinlich so 100, 120 Autos am Start. Ich weiß gar nicht, wie hast du 150 Autos fahren. 150 Autos sogar am Start, das heißt GT3s, unsere Klasse, die ganzen Cup Porsches, KTMs, TCR-Fahrzeuge, alle zusammen auf einer Strecke. Und wenn man da mittendrin ist, Alter, das ist das, wo ich am meisten aufgeregt bin, ehrlich gesagt. Wenn man da selbst im Fight ist und dann kommen die von hinten an. Das ist der Wahnsinn. Ja. Gestern sind wir hier das Training eben gefahren. Marc ist als erstes gefahren. Und wir mussten halt schauen, ob der Motor alles läuft. Das ist immer ganz cool, wenn der Marc fährt, weil er kennt das Auto einfach am längsten. Gestern bei den ersten Tests hat sich erstmal alles sehr erfolgreich und positiv angehört. Es lief alles wie am Schnürchen, bis auf einmal auf der Abbiegung auf die Nordschleife ab ca. 4000 Umdrehungen Geräusche aus dem Motorraum kamen. Hier und da keine Leistung und irgendwie dann war Klackern. Und ja, irgendwann ging dann einfach gar nichts mehr, hat voll geklackert. Dann haben sie da erstmal Ölfilter rausgemacht, dann schaue ich halt den Ölfilter so an. Waren halt da Späne drin, Kupferspäne. Und ich kenne mich jetzt nicht krass aus mit Motoren jetzt, aber ich wusste halt, das sind Lagerschalen und der Motor ist jetzt hin. Brauchen wir jetzt hier eine Werkstatt? Nein, ich will nicht in der Firmenwerkstatt schrauben, wo wir nachher, weißt du, dann, weil jetzt wird auch ein bisschen sich aufgeregt und so. Wir haben festgestellt, dass der Motor Geräusche macht, die er nicht machen soll. Auf kurz gesagt, der hat einen Motorschaden. Wir haben den Ölfilter gerade losgenommen, sind Späne im Öl. Wir müssen also jetzt ganz schnell das Auto aufladen. Wir fahren zum Marc in die Werkstatt und bauen heute Nacht den Motor um. So, wir haben jetzt 18 Uhr, sind jetzt endlich angekommen hier bei Ahrtal. Wie ihr seht, die Jungs sind schon fleißig am Schrauben. Wir versuchen jetzt das Ding in möglichst kurzer Zeit zu tauschen. Bis der Motor bei uns war, haben wir den Motor rausgebaut. Das hat halt Marc auch gemacht. Der war da extrem dran und es ging so schnell, innerhalb von einer Stunde war der Motor, glaube ich, draußen. Ich dachte echt, okay, krass. Dann mussten wir ein bisschen warten, Motor da und dann hat es sich noch ein bisschen gezogen. Aber der Motor war drin und der lief und das habe ich echt nicht gedacht, dass es so schnell geht und so entspannt dann doch. Es war nicht hektisch, jeder hatte seine Aufgaben, es war cool. Die Jungs haben richtig was geleistet und ich denke noch ein paar Minuten, dann können wir das Ding anschmeißen. Und da müssen wir sehen, dass wir das irgendwie Probe fahren. Polizeieskorte bis zum Hotel. Jo, boah, jetzt ist schon 2 Uhr nachts, ey. Die Karre ist fertig geworden, wie ihr seht. Haben gerade noch eine kleine Probefahrt gemacht. Das Licht geht auch schon aus. Ja, wir haben jetzt alle noch so 3-4 Stunden Schlaf vor uns. Ich hoffe, dass wir das durchstehen und gute Platzierung einfahren. Dann geht es um 11 Uhr ins Rennen und dann ist alle Müdigkeit vergessen. Dann zählt nur noch das Adrenalin und dann geht's ab. Sonst würde ich jetzt sagen, schnell Brötchen reindrücken und wirklich jetzt mal ins Auto ran. Wir nutzen noch genau die halbe Stunde. Das Auto geht wirklich um 7:15 pünktlich raus. Ja, natürlich war das Bauchgefühl etwas erstmal bedrückend, aber wo wir im Qualifying rausgefahren sind und ich die ersten paar Meter spüren konnte, alles klar, der Motor gibt mir ein gutes Feedback, die Strecke gibt mir ein gutes Feedback, der Wagen liegt so wie am Vortag, wie eine 1. Dann ist Marc rausgefahren, hatte direkt eine freie Runde, war einer der ersten, der auch eine Runde setzen konnte und die war sehr gut und dachten wir erst schon, okay, das reicht und so. Dann bin ich gefahren
Einfach nur, damit ich überhaupt mal zum Fahren komme mit dem Auto, weil ich halt dieses Jahr davor jetzt 2 Runden mit dem Auto gefahren bin. Dann direkt ins Qualifying. Da konnte ich dann auch nicht viel machen. Ich war dann zwar ganz okay unterwegs, aber dann war gelb und Code 60 und was denn so daherkommt. Für mich ging es nur ums Auto gewöhnen. Und dann ist Marvin gefahren. Der Marvin konnte uns am Ende des Tages nochmal mit einer 949 ins vordere Feld positionieren. Er hat uns dann alle richtig überrascht. Das war cool, habe ich ihn richtig gefeiert. Er ist dann echt eine gute Zeit gefahren und hatte sogar noch Verkehr und wurde aufgehalten. Ja, das hat uns dann schon sehr gefreut und so, dass es dann ein bisschen nach vorne ging. Wir waren zeitweise auf Platz 3. Das Auto geht richtig geil, Alter. Aber die Reifen sind auch. Die Reifen? Ganz vergessen. Echt? Wir waren lange Zeit auf dem 3. Platz, sind echt gute Zeiten gefahren. Das Auto geht richtig vorwärts. Wir wurden jetzt in den letzten Runden noch so ein bisschen kassiert, sage ich jetzt mal, von der Konkurrenz. Wir sind schlussendlich auf dem 7. Platz gelandet. Aber so ein 4-Stunden-Rennen ist lang und entscheidet sich bekanntlich ja ganz am Ende. Das heißt, wir werden versuchen, von Anfang an die Pace hochzuhalten und Gas zu geben, damit die Konkurrenz, sie soll sich vorne beharren, betüddeln, vielleicht schießt sich einer ab und am Ende kommen wir und versuchen da vorne mitzumischen. Hat dann erstmal schon einen richtig guten Job gemacht nach dem Start, war die ganze Zeit im Fight, also wirklich da an der Spitze auch und da ging es wirklich hart her. Habt ihr es ja gesehen, denn da hat es einen vorhin gedreht und so und wir schauen halt so auf den Livestream und er hat einfach nur so ein Auto vor sich und das war so geil. Ja, als Marc eben reingekommen ist, haben wir natürlich direkt die Reifen einmal durchgecheckt. Da haben wir gesehen, dass der Hinterreifen wesentlich weniger verschlissen ist wie der Vorderreifen, das ist normal. Die Innenflanke des Vorderreifens ist einfach die belastete Seite und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir die Hinterreifen nach vorne tauschen. Das ist einfach erstmal ein Sicherheitsaspekt und ja, der Hinterreifen ist einfach weniger verschlissen, das heißt, man kann auch dann langfristig schneller fahren. Ja, der Maxi ist jetzt gut ins Rennen gestartet. Er ist, glaube ich, jetzt direkt auf Platz 3 vorgefahren. Ja, dann bin ich halt aus der Box rausgefahren mit kalten Reifen und habe schon den 1. und 2. Platz vor mir gesehen, die ja schon richtig flott unterwegs waren die ganze Zeit. Und das konnte ich natürlich erst nicht dranbleiben mit kalten Reifen. Dann wurden sie dann aber warm, logischerweise. Und dann dachte ich, okay, jetzt kannst du mal angasen. Also ohne Abstand halt da auf die Kurven dann zubremsen, hoffen, dass das Auto bremst, weil es ist halt schon seriennahe Technik, so ab und zu geht es ins ABS und dann bremst es einfach nicht. Ging dann auch, ich konnte dann wirklich auf das weiße Auto, ich glaube es war Platz 2 eben, auflaufen und bin dann ein paar Mal, habe ich versucht vorbeizukommen, bin aber nicht vorbeigekommen, halt aus dem Windschatten, fällst sofort wieder zurück, musste wieder nachgeben. Und irgendwann habe ich mich halt perfekt zurechtgelegt und ja, dann sind wir durch so ein paar Kurvenkombinationen zu zweit durch und dann war er hinter mir. Und dann konnte ich auch ein bisschen wegfahren. Zwischendurch kommen dann einfach nochmal irgendwelche GT3s und fahren einfach so an dir vorbei oder zwischen dir und dem anderen. Du fühlst dich wie bei der Formel 1 DTM. Du bist nur im Rückspiegel am Gucken und denkst dir, oh Gott, nein, wo muss ich hin? Gleich links, rechts. Und du denkst auch immer, wenn du die im Rückspiegel schon siehst, hoffentlich kommt sie an einem guten Abschnitt. Also lass mich die Kurve noch geil passieren. Ziemlich heikel wird es immer, wenn beide in die Kurve wollen. Obwohl die GT3-Fahrer sind Vollprofis und die wissen, was sie machen. Also. Und auf einmal war keine Leistung mehr da. Das hat man auch gesehen, glaube ich, an den Zeiten und sonst so, dass ich immer wieder Temperaturprobleme hatte. Dann hat das Auto gefühlt 100 PS. Dann geht es auf einmal wieder, dann konntest du wieder Gas geben. Und zum Schluss leider hatte ich dann Motorlampe. Wahrscheinlich auch, weil der immer wieder zu heiß geworden ist. Aber sehr turbulentes Rennen, hat auf jeden Fall, hätte ich nie gedacht und hat so Bock gemacht. Das ist echt das Geilste, was ich jemals gemacht habe.